Der Nachmittag liegt still über dem Wald. Mila und Sophie gehen auf einem schmalen Pfad, der sich tief in das Unterholz schlängelt. Die Sonne bricht durch das dichte Blätterdach und wirft goldene Streifen auf den weichen Boden. Unter ihren Schritten gibt das Moos leicht nach, ein gedämpftes Geräusch, das den Rhythmus ihres Gehens vorgibt. Mila deutet auf einen Baum, dessen Wurzeln sich wie Finger in die Erde graben. Sie lacht, ein heller Klang, der kurz in der Luft hängen bleibt. Sophie antwortet. Ihre Stimme ist ruhig, während sie gemeinsam den Weg weitergehen. Sie erzählen sich Geschichten, ihre Gesten sind ausladend und entspannt. Kein Ast knackt, kein Tier stört die Harmonie. Die Luft riecht nach feuchter Erde und harzigen Nadeln. Sie bleiben kurz stehen, um den Wind zu spüren, der sanft durch die Wipfel streicht. Die Blätter rauschen in einem gleichmäßigen Takt. Mila schüttelt den Kopf über eine Erzählung von Sophie, beide lächeln sich an. Sie setzen ihren Weg fort, die Schritte sind leicht, fast schwebend. Plötzlich bricht der Rhythmus. Die Vögel, die eben noch in den Wipfeln zwitscherten, verstummen schlagartig. Ein abruptes Schweigen legt sich über den Wald, so schwer, dass das eigene Atmen laut wirkt. Mila hält inne, ihr Fuß verharrt in der Luft, bevor sie ihn auf das Moos setzt. Sophie bleibt ebenfalls stehen, ihr Kopf dreht sich langsam zur Seite. Die Luft scheint zu vibrieren. Dann geschieht es. Ein trockenes, hartes Knacken durchbricht die Stille, als würde ein schwerer Ast unter einem massiven Gewicht zerbersten. Das Geräusch kommt aus dem dichten Unterholz zu ihrer Rechten. Mila und Sophie erstarren. Ihre Körper spannen sich an, jede Bewegung ist eingefroren. Mila greift nach Sophies Arm, ein zweites Knacken folgt, diesmal näher, gefolgt von einem leisen Rascheln, das sich durch das trockene Laub schiebt. Die Umgebung, die eben noch sicher wirkte, fühlt sich plötzlich feindselig an. Mila weicht einen winzigen Schritt zurück. Das Unterholz bebt. Zweige biegen sich unter einem massiven Druck zur Seite. Ein Tier schiebt sich aus dem Schatten der Bäume direkt auf den Pfad. Es ist ein Wolf. Seine Bewegungen sind flüssig. Jede Muskelpartie unter der Haut arbeitet mit präziser Kontrolle. Er bleibt stehen. Sein Kopf senkt sich leicht, während er den Raum zwischen sich und den Mädchen sondiert. Seine Augen fixieren Mila und Sophie mit einer Kälte. Der Wolf atmet schwer, ein tiefes, kehliges Geräusch, das den Waldgrund vibrieren lässt. Er macht einen Schritt nach vorne, dann noch einen. Die Distanz schrumpft. Mila und Sophie stehen wie angewurzelt da. Ihre Muskeln sind bis zum Zerreißen gespannt. Der Wolf hebt den Kopf, seine Ohren zucken bei jedem Windhauch. Er wittert die Luft. Seine Schnauze bewegt sich suchend hin und her. Sein Blick wandert von Mila zu Sophie und wieder zurück, als würde er die Schwachstellen in ihrer Haltung prüfen. Die Luft scheint zu gefrieren. Ein leises Grollen entweicht seiner Kehle, ein Warnsignal. Er verharrt in dieser Position, den Körper bereit zum Sprung. Der Wolf spannt die Muskeln für den nächsten Schritt. In diesem Moment bricht Milas Fassung. Ein schriller, kurzer Schrei entweicht ihrer Kehle und schneidet durch die angespannte Luft. Sie wirbelt herum. Ihre Füße finden keinen Halt auf dem losen Boden. Sie stolpert, fängt sich aber sofort wieder. Mit weit aufgerissenen Augen stürmt sie los. Ihre Hände greifen blind nach vorne, suchen Halt an den rauen Oberflächen der Umgebung. Sie erreicht den massiven Felsvorsprung am Wegesrand. Ihre Finger krallen sich in die scharfen Kanten des Steins. Mit einer hastigen, unkoordinierten Bewegung zieht sie ihren Körper hoch. Sie keucht, ihre Brust hebt und senkt sich in schnellen Stößen. Oben angekommen, kauert sie sich eng zusammen, die Knie bis an die Brust gezogen. Ihr Blick ist starr nach vorne gerichtet, die Augen weit aufgerissen, unfähig sich umzudrehen. Sie lässt Sophie allein auf dem Pfad zurück. Aber der Lärm ihrer hastigen Flucht hallt noch kurz nach, dann verstummt er. Zurück auf dem Weg bleibt Sophie wie angewurzelt stehen. Sophie presst die Lippen fest zusammen, ihre Hände hängen schlaff an ihren Seiten, während sie den Blick starr auf den Boden vor sich fixiert. Der Wolf dreht seinen Kopf langsam in ihre Richtung. Sophie steht allein auf dem Pfad. Ihr Herz hämmert gegen ihre Rippen, doch sie zwingt ihren Körper zur Ruhe. Ein Satz ihres Großvaters schießt ihr durch den Kopf. Bei Raubtieren ist Flucht der Auslöser für den Angriff. Diese Worte wirken wie ein Anker. Sophie presst die Lippen zusammen, bis sie schmerzen.
Sie unterdrückt jeden Impuls zu rennen. Ihre Knie zittern, doch sie spannt die Muskeln an. Sie senkt den Kopf. Sie vermeidet den direkten Blickkontakt. Sie macht sich klein, zieht die Schultern hoch. Sie wird zur Statue. Der Wolf nimmt die Veränderung wahr. Er senkt seine Schnauze. Er macht einen Schritt, dann noch einen. Seine Pfoten setzen leise auf. Jeder Zentimeter, den er gewinnt, lässt die Luft um Sophie dichter werden. Sie hört das trockene Knacken von Zweigen. Sie spürt die Wärme des Tieres. Sophie atmet flach, kontrolliert. Sie starrt auf den Boden, beobachtet die grauen Pfoten des Wolfes. Die Welt reduziert sich auf diesen einen Punkt. Der Wolf beginnt sich zu bewegen. Er umkreist Sophie in einem langsamen, berechnenden Bogen. Seine Pfoten gleiten lautlos über das Moos. Sophie spürt den Luftzug, den sein Körper bei der Bewegung erzeugt. Er bleibt direkt neben ihr stehen. Kongsa, sein feuchter Atem streicht über ihre Hand. Ein warmer, schwerer Strom in der kühlen Waldluft. Er schnuppert an ihrem Arm. Der Geruch von feuchtem Fell, Erde und wildem Wald dringt in ihre Nase. Sophie hält den Atem an. Sie spürt das Gewicht des Tieres, das so nah ist, dass sie die Wärme seines Körpers durch die Luftschicht wahrnimmt. Die Sekunden dehnen sich. Jedes kleine Muskelzucken könnte das Ende bedeuten. Sie fixiert einen Punkt auf dem Boden, während der Wolf seinen Kopf hebt. Sein Schnauben vibriert in der Stille. Sie steht unbeweglich, eine Statue aus Fleisch und Blut. Die Spannung ist fast greifbar. Der Wolf verharrt einen Moment. Sein Körper ist eine massive Präsenz direkt an ihrer Seite. Nur noch das schwere Atmen des Tieres und das unterdrückte Pochen ihres Herzens bleiben übrig. Der Wolf hebt den Kopf. Seine Augen suchen die ihren. Ein Moment vollkommener Stille liegt zwischen ihnen, in dem sich das Schicksal entscheidet. Dann stößt das Tier ein kurzes, tiefes Schnauben aus. Der warme Luftstoß trifft Sophies Gesicht. Der Wolf verharrt noch einen Herzschlag lang, dann dreht er den massiven Kopf zur Seite. Er wendet sich ab. Mit lautlosen Schritten entfernt er sich von ihr. Jeder Schritt des Tieres ist präzise und kontrolliert. Er trottet in das dichte Unterholz zurück. Sophie verfolgt seine Bewegung nur mit den Augen, ohne den Kopf zu drehen. Der graue Schatten des Wolfes verschmilzt mit den dunklen Stämmen und dem Schattenwurf der Bäume. Er wird kleiner, bis er vollständig am Dickicht untertaucht. Nach dem Rascheln weicht die Spannung. Sophie atmet tief die Waldluft ein. Sie löst die verkrampften Muskeln in ihren Schultern und Armen. Ihre Knie geben leicht nach, als die Anspannung abfällt. Sie steht immer noch auf dem Pfad, aber der Druck ist gewichen. Sie ist allein. Auf dem Felsen über dem Pfad bewegt sich etwas. Mila löst ihre Finger von der rauen Steinoberfläche. Ihre Hände zittern, als sie den Halt verliert und ungeschickt abrutscht. Sie landet unsanft auf dem Waldboden. Ihre Handflächen sind gerötet und von der rauen Struktur des Gesteins aufgeschürft. Sie atmet stoßweise, die Brust hebt und senkt sich schnell. Mit wackeligen Knien stolpert sie auf den Pfad zurück. Sie bleibt 3 Schritte vor Sophie stehen. Mila wischt sich mit dem Handrücken den Schweiß von der Stirn. Ihre Augen huschen nervös über den Waldrand. Dann zurück zu Sophie. Sie versucht, ihre Stimme zu kontrollieren, doch sie überschlägt sich vor Aufregung. Was für ein Glück, ruft sie und lacht kurz und abgehackt auf. Sie tritt einen Schritt näher und deutet mit dem Finger in die Richtung, in der der Wolf verschwunden ist. Was hat der Wolf dir so lange gesagt? Fragt sie. Ihre Augen suchen die von Sophie, doch sie weicht den Blick sofort wieder aus. Sie tritt von einem Fuß auf den anderen, unfähig, stillzustehen. Sophie antwortet nicht sofort. Sie starrt auf den Waldboden, wo die Abdrücke der Tatzenei im weichen Moos noch deutlich zu sehen sind. Dann hebt sie den Kopf. Ihr Blick ist nicht mehr weich, sondern hart und direkt. Sie fixiert Mila, die immer noch unruhig auf dem Pfad hin und her tritt. Sophie macht einen Schritt auf sie zu. Der Abstand zwischen ihnen schrumpft, doch die Distanz wächst. Er hat nicht gesprochen, sagt Sophie leise. Ihre Stimme ist fest, ohne jedes Zittern. Er hat mir nur gezeigt, wer in der Gefahr wirklich neben mir steht und wer den ersten Felsen sucht, um sich selbst zu retten. Mila hält inne. Ihr Lächeln erstirbt. Sie öffnet den Mund, um etwas zu sagen, doch kein Laut dringt hervor. Sophie dreht sich um.
Sie geht den Pfad zurück, weg von dem Felsen, weg von Mila. Jeder ihrer Schritte ist bewusst gesetzt. Sie blickt nicht mehr zurück. Mila bleibt allein auf dem Pfad stehen. Die Stille des Waldes kehrt zurück, doch sie ist nun schwerer als zuvor. Die Freundschaft, die vor einer Stunde noch unerschütterlich schien, ist in diesem Moment zerbrochen. Was bleibt, ist die bittere Erkenntnis, dass manche Wege nur noch alleine gegangen werden können.